Hallo und willkommen zur 25. Folge von Fräulein Maya empfiehlt. Warum kann eine Futterumstellung notwendig sein? Wie gehe ich am besten dabei vor? Sind Katzen bestechlich? Fräulein Maya stellt euch zwei einfache Varianten vor, mit der ihr eure Katze bestimmt an neues Futter gewöhnen werdet. Zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Es gibt verschiedene Ursachen, die eine Futterumstellung notwendig machen können. Beispielsweise eine Erkrankung eures Lieblings und eine damit einhergehende Ernährungsumstellung. Oder aber der Einzug eines neuen Pelzträgers, der vorher ausschließlich günstiges Trockenfutter kennen und lieben gelernt hat. Beim Gewohnheitstier Katze kann dann die Umstellung auf grundsätzlich zu bevorzugendes hochwertiges Nassfutter zur Geduldsprobe für alle Beteiligten werden. Wir erklären euch, wie eine Umstellung gelingt, ohne dass ihr es euch mit euren Fellnasen verderbt. Grundsätzlich gibt es zwei Methoden: die direkte und die indirekte Methode. Wenn ihr beispielsweise aufmerksam unserem Partnerblog katzenerfahrungen.com gefolgt seid, dann wisst ihr, dass es hochwertiges, artgerechtes Nassfutter gibt. Dabei unterscheidet sich jedoch die Konsistenz und der für Katzen so wichtige Geruch des Futters teils gravierend vom günstigen Nassfutter. Bei der direkten Methode serviert ihr eurem anspruchsvollen Mitbewohner die neue Futtersorte direkt. Frisst eure Katze das neue Futter sofort, habt ihr es geschafft. Tut sie es nicht, so versucht einfach die indirekte Methode. Bei der indirekten Methode gebt ihr die neue Futtersorte anfangs als geringen Anteil stark zerkleinert unter die altbekannte Sorte. Der Anteil der neuen Sorte wird von Mahlzeit zu Mahlzeit oder alle paar Tage nur um ein kleines Häppchen erhöht. Dies richtet sich nach der Akzeptanz eures Kuscheltigers. Beim Großteil der Katzen funktioniert diese Variante sehr gut, da sie die Umstellung nicht bewusst wahrnehmen. Um einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, könnt ihr auch das Futter leicht erwärmen. Dies fördert die Geruchsbildung und lässt das Futter für Katzi noch verführerischer erscheinen. Bei einer Umstellung von Trocken auf Nassfutter kann es hingegen schwieriger werden, aber mit der folgenden Anleitung gelingt euch auch das. Klappt die direkte Methode nicht, so könnt ihr das Nassfutter in kleinen Mengen unter das bekannte Trockenfutter mischen. Einige Katzen lassen sich hiermit austricksen. Hilft auch das nicht, so könnt ihr es mit dem folgenden Trick versuchen: das Anfeuchten des Trockenfutters. Hiermit könnt ihr versuchen, die Katze an die andere Konsistenz des Nassfutters zu gewöhnen. Benetzt mit Hilfe einer neuen Sprühflasche die Trockenfuttermahlzeit hauchdünn mit Wasser. Sofern Katzi diese Mahlzeit annimmt, erhöht ihr allmählich die Wassermenge, sodass nach einigen Mahlzeiten das Nassfutter in kleinsten Mengen unter das befeuchtete Trockenfutter gemischt werden kann. Trockene Pellets solltet ihr aufbrechen, damit diese besser befeuchtet werden können. Klappt auch dies nicht? Habt ihr es schon mit Bestechung versucht? Ja, mit dem Lieblingsleckerli auf der neuen Mahlzeit kann auch die anfangs noch so übel aussehende Nassfuttermahlzeit plötzlich an Attraktivität deutlich zulegen. Katzenerfahrungen.com empfiehlt hierzu beispielsweise die Cosma Snackies. Aber auch Leberwurst, Thunfisch, Butter oder Quark sind bei Katzen gern gesehen. Ist euer Liebling einmal auf den Nassfuttergeschmack gekommen, solltet ihr die Leckerli-Menge wieder behutsam reduzieren. Habt ihr es geschafft, die Umstellung zu meistern, so füttert am besten mehrere Nassfuttersorten. So fixiert sich euer Liebling nicht auf eine Sorte und ihr seid beim Futterkauf flexibler. Bei all den Umstellungsversuchen solltet ihr aber nie die Geduld verlieren und auch unbedingt darauf achten, dass der kleine Pelzträger genug frisst. Sollte dies nicht der Fall sein, gebt ihr wieder mehr vom ursprünglichen Futter und versucht eine andere Nassfuttersorte. Eine Leberverfettung kann im schlimmsten Falle drohen. Dies tritt dann auf, wenn eine bereits übergewichtige Katze plötzlich weniger Nahrung zu sich nimmt. Diese sogenannte hepatische Lipidose entsteht, wenn aufgrund von Nahrungsmangel Fettreserven im Katzenkörper mobilisiert werden. Leider fehlen Katzen bestimmte Enzyme, um das aktivierte Fett als Energielieferant zu verwenden. Und so kommt der Leberstoffwechsel bereits nach wenigen Tagen aus dem Gleichgewicht. Das war es auch schon mit dieser Folge. Den hilfreichen Link zur Futterumstellung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch bequem zu allen Futtersorten belesen und findet auch weitere wissenswerte Informationen. Und nun zum Rätsel. Das letzte Mal hat Maya Kirschen gesucht. Ihr habt es natürlich herausbekommen, so wie unser treuer Rätselfreund Maragot. Doch was sucht Maya dieses Mal? Sechs Seiten habe ich und 21 Augen. Und doch kann ich nicht sehen. Kannst du es verstehen? Na, schon eine Ahnung? Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr eine Anregung oder einen Videowunsch habt, dann traut euch und schreibt sie uns. Sollte es euch gefallen haben, gebt doch Maya einen Daumen hoch.
Und wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos den Kanal und gebt Maja einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.